Schauen Sie mal. Das war Le Pen. Das ist jemand, der Sie unterstützt. Ich habe Sie was gefragt, Herr Hofer. Ja, seid ihr so aggressiv? Ich habe Sie was Beruhigen gefragt. Sie sich. Ja? Das ist Ihr alter jemand, Trick. das ist jemand, Wenn Sie der eine Sie Frage unterstützt. nicht beantworten wollen, dann sagen Sie, regen Sie sich nicht auf. Schauen Sie, der Rapper Nein, ich Nassar. schaue da gar nicht hin. Sie sollen meine Frage Da beantworten. ist er, der Rapper Nassar, ja? Auch einer Ihrer Unterstützer neben Juncker und so weiter. Ja. Wissen Sie, was der Das ist ein sagt? berühmter Rapper. Ja, Aber Sie super. haben meine Frage Ich nicht weiß, er mag Sie. beantwortet. Wissen Sie, was er über Österreich sagt und die Sie haben meine Österreicher? Frage nicht beantwortet. Österreich hat bewegte Stunden hinter sich. Und diese Wahl hat wohl niemanden in Österreich unberührt gelassen. Ich habe gewählt und habe auch den Van der Bellen gewählt, kann man gleich sagen. Das ist vielleicht auch ein Warnsignal an die großen Parteien, auch sich zu ändern. Eigentlich habe ich mir gewünscht, dass jemand Österreich repräsentiert, der wirklich alle Menschen repräsentiert und nicht nur eine Seite. Wenn der Herr Hofer nicht in dieses rechte Eck gedrängt geworden wäre, wo es überall geheißen hat, Rechtspopulist, alles Mögliche, ja, ohne einen tatsächlichen Beweis dafür zu erbringen, muss man auch dazu sagen, weil niemand konnte ihm irgendetwas Schlechtes nachsagen, weil wenn du heute schon legitimiert bist als Rechter, hast du ja gar keine Chance, dass du Bundespräsident bist. Ist ja so, ja. Er hat weder sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen, er hat weder gegen jemanden gehetzt, noch so, das kann man alles überall nachlesen. Und das ärgert mich. Und was mich am meisten ärgert, egal für welches Medium Sie arbeiten, der ORF hat so eine Politik betrieben, die ihresgleichen sucht, aber im Negativen natürlich. Und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die Chancengleichheit war überhaupt nicht gegeben. Also von Anfang an schon einmal überhaupt nicht. Ich habe Alexander Van der Bellen gewählt. Okay. Auch schon beim ersten Wahlgang. Und ich muss sagen, nicht so aus dem Grund, eigentlich war er für mich ein perfekter Kandidat. Es ist jetzt gar nicht so, dass die anderen Kandidaten so schlecht gewesen wären oder ich mich nicht entscheiden hätte können. Er war von vornherein meine erste Wahl. Deswegen war ich dann auch bei der Stichwahl, war es nicht schwierig, mich zu entscheiden. Aber ich finde, Leute, viele haben Angst, die Hofer wählen. Und man sollte sich wirklich damit beschäftigen, bevor man die wählen kann. Weil man muss dankbar sein, dass man wählen kann. Ich habe diese Chance nicht, aber ich werde sie mal bekommen. Und ich glaube, dass es sehr gut ausgegangen ist. Man darf es natürlich nicht unterschätzen. Der Hofer hat genug Wähler bekommen. Also es war sehr knapp. Es könnte auch sehr schlecht ausgehen, dass er eben gewinnen könnte. Aber es war sehr knapp eben. Genau der Punkt ärgert mich, dass man so einen alten Mann, dass er sich überhaupt bewerben. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Wenn er jetzt die Wahlperiode macht und jetzt ist er 6 Jahre am Amt, ja, ist er 78. Wenn er eine zweite Wahl ist, ist er 85. Dann geht er schon mit dem G stecken. Dann muss ich wieder wählen, gell? Ich meine, ich als Österreicher bin es nicht gewöhnt, dass man derartige Wahlen so ins Lächerliche ziehen. Und dann wählen wir den Hofer. Das ist das erste Kommentar, was ich vom Ausland kriege. Ja, wie haben sie gesagt, ein Nazi haben wir in die Regierung gewählt. War wortwörtlich ZDF zum Beispiel. Es war eine ganz knappe Geschichte, wie wir wissen. 31.000 Stimmen hat das Ausschlag gegeben, dass der Van der Bellen dann gewählt worden ist. Es ist eine demokratische Wahl gewesen, demokratische Entscheidung und somit hat der gewonnen, der was die meisten Stimmen gehabt hat. Es war halt sehr knapp und es zeigt halt in einer Weise, wie manche sagen, gespalten Österreich ist, aber ich möchte das gar nicht unbedingt so sagen. Ich denke, es spielt bei den Kandidaten viel mit Sympathie mit Auftreten, Charakter, sein Werdegang und so. Ne?
Das heißt jetzt nicht, alle, die was Hofer gewählt haben, sind ja automatisch rechts. Da wurde ja auch viel Angst gemacht. Ne? Viele haben gesagt, ja, wenn der Hofer jetzt einmal Präsident wird, dann will er das abschaffen und hin und her. Es wird ja mit viel Angst bei diesem Wahlkampf auch gearbeitet. Ne? Es war nur, diese 2 Kandidaten waren gegeben, also konnte man nichts anderes wählen. Was man sagt, es ist immer falsch. Ja. 50% findet man es falsch. Also es ist fast wie die Ehe. Egal was du magst, irgendwas macht immer falsch. Ich erwarte mir, dass er eigentlich sowas Ähnliches wie den Fischer weiterführt, weil ich damit eigentlich zufrieden bin. Leider Gottes wird es wieder mindestens bis zur Nationalratswahl in den nächsten 2 Jahren einen kompletten Stillstand geben. Weil Van der Bellen ist nicht der irgendwo auf den Tisch haut. Der wird jetzt froh sein, dass er die Stimmen bekommen hat von den etablierten Parteien. Und das ist das Üble an der Geschichte. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt eine blaue Affinität hat oder wie auch immer, sondern einfach nur, es hätte sich etwas verändern sollen. Meine Erwartungen sind, dass vielleicht die Abgrenzung zu rechts intensiver wird und nicht mehr, dass wir dann vielleicht einen Bundespräsidenten hätten, einen blauen, und wenn es schlecht geht, haben wir dann vielleicht 2018 einen blauen Bundeskanzler auch. Ich finde, es soll in Richtung Behindertenpolitik viel mehr gemacht werden. Es geht schon langsam in die Richtung, wo ich hin möchte, aber ich finde, wenn man in Richtung Ungarn oder Slowakei fährt man mit einem Regionalzug. Und leider Gottes kann man als Rollstuhlfahrer schwer einsteigen und aussteigen. Und ich finde, dass die Regionalzüge für Rollstuhlfahrer besser organisiert werden, sodass man eben reinfahren kann. Naja, ich hoffe, dass auch die anderen wieder davon überzeugt, dass sein Weg halt der richtige ist und dass jetzt nicht die Bevölkerung sich spaltet. Ich glaube, dass das jetzt doch, also normal rechts ist, dass sich immer mehr Länder dafür entscheiden, das hat viel mit den Entwicklungen von der Wirtschaft die letzten 10 Jahren dazu. Die EU, die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit, der Euro, die Schuldenunion und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird so anhalten. Durch diese ganzen Vorkommnisse, die in der letzten Zeit waren, eben auch mit Flüchtlingen, das ist schon sehr gespalten in der Bevölkerung, finde ich. Ach, Krisen haben wir. Es geht vielen Leuten schlechter. Das ist so. Wir haben alle weniger Geld, wir zahlen alle viel Steuern und es ist Menschen sehr schwer zu erklären, wo geht denn mein Geld jetzt hin? Es ist ja nur einfach weg. Und die einzigen, die immer mehr Geld kriegen, auch wenn wir es nur arbeiten, sind immer Politiker und Nähe an Funktionen und so. Das heißt, da sind die Leute sauer, sie verstehen es nicht. So, das ist immer mein Problem. Eine richtige Krise, ja sicher werden wir Krisen haben. Die Welt wird nicht mehr so sein wie früher und es wird sicher Generationen nicht mehr besser gehen jetzt grundsätzlich. Meine Eltern haben noch vererbt. Meine Kinder kriegen nichts mehr, ich gebe das aus. Ja, das ist das Leben. Das heißt, Krise ja. Und jetzt muss man auch dazu sagen, die Medien, und ich meine jetzt, egal auf welcher Seite sich die Medien sehen, Medien leben von Krisen. Je mehr, Twitter hat noch nie so gelebt wie jetzt. Facebook, der Standard hat noch nie so viele Kommentare gehabt. Also das ist schon klar, dass alle sagen, es gibt keine Spaltung. Aber die sagen, leben auch davon. Also das muss man auch verstehen. Das war einfach immer wieder eine Protestwahl auch, glaube ich. Und das hat viel ausgemacht eigentlich, dass sie gesagt haben, jetzt wähle ich halt einmal den anderen, vielleicht kommt ein bisschen Schwung rein. Aber durch den neuen Kanzler dürfte das schon passieren eigentlich. Hoffentlich. Die Sache mit den Flüchtlingen ist das ganz groß geschrieben, wurde auch von vielen Menschen leider Gottes ausgenutzt, wurde darüber auch sehr viele Geschäfte gemacht, sowohl national als auch international. Es ist Wahnsinn, was die Menschen mit dem Thema, wie die damit umgegangen sind. Es ist leider Gottes so. Es gibt Vor- und Nachteile und es gibt auch genug Menschen, die davon wirklich profitiert haben. Was unten nach Osten passiert, wirkt hier auch. Die Türken, was sie machen, ne? Der Erdogan, welcher Druck übt aus, ne? Wegen Flüchtlinge. Wenn Europa kein 6 Milliarden Euro zahlt, er schickt tausende Flüchtlinge wieder hier. Das ist die Frechheit, ne? Er nutzt diese Menschen für das Geld. Ich glaube, wenn dort ein bisschen Ruhe herrscht, wird hier auch.
Es gab keine Probleme. Ich meine, vor 10 Jahren war besser als jetzt. Ne? Man muss genauer hinschauen. Wie kommen diese knapp 50% zustande? Auf der einen Seite wurden Menschen mobilisiert, einen Kandidaten zu wählen, um den anderen zu verhindern. Ja, das trifft auf beide zu. Ja, man hat Van der Bellen gewählt, um Hofer zu verhindern, man hat Hofer gewählt, um Van der Bellen zu verhindern. Also diese Gräben, ich glaube, dass man hier wiederum viel zu großes Terrain drum macht. Diese Gräben im Prinzip haben immer schon existiert. Krise, nein, aber eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber es ist in erster Linie Herausforderungen für den einzelnen Österreicher, sich klar zu werden, ja, dass man doch sehr viel verlieren kann, wenn man das hier auf die Spitze treibt. Ja. Mir ist das selber passiert, dass ich in den 10a eingestiegen bin und bin so freudig aufgesprungen und habe gesagt, ich hoffe, dass der Van der Bellen gewinnt. Und mir wurde gesagt, die Dame hat dann zu mir gesagt, ich hoffe, dass der Hofer gewinnt. Und ich so, danke fürs Gespräch. Natürlich ist eine Spaltung. Ja. Natürlich ist auch so, dass die Leute, das merkt man im Freundeskreis, es wird viel hitziger diskutiert. Jetzt kann man immer sagen, es ist gut, wenn über Politik diskutiert wird. Wir haben halt nur inzwischen eine Welt, wo, zum Beispiel in Comedy merkt man das auch, du kannst ungeschützt gar nichts mehr sagen. Wenn ein junger Comedy-Kollege auch in Deutschland mal was Böses sagt, ist er sofort auf Facebook, auf Twitter und du wirst geprügelt. Auch wenn, es kann ja auch ein Fehler sein. Man probiert was, man sagt was und die Leute denken nicht, alles wird rausgeworfen und dann gibt es ja nur mehr, du bist so, daher schlecht, du bist so, daher bist du schlecht. Das ist natürlich ein allgemeines Problem. Was ist Ihre zukünftige Prognose für die Entwicklung der Politik hier in Österreich? Haben Sie Nein. Ganz allgemein, haben Sie eine positive Einstellung oder? Teils, muss ich sagen. Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Stimmt, absolut, stimmt.